Hallo Leute, Neues von Ola. Wie viele sicher gleich erkennen, bin ich heute oder sind wir heute in der sächsischen Schweiz unterwegs und momentan in diesem Kurort Rathen. Da beginnt auch die richtige Tour, die wir heute machen, und zwar hier ein Stück an der Elbe entlang, hinten rum und dann über den Rauenstein. Ja, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Viel Spaß mit der Tour. Hier ist auch ein Wanderparkplatz. Hier oben, und wir laufen jetzt erstmal runter zum Kurort Rathen. Und da wird heute unsere erste Tour sein. So, hier unterhalb entlang, dann über den Rauenstein und zurück. Ja, es gibt hier zwei Wege runter nach Rathen. Hier links entspannend, hier rechts spannend. Da lang, kommt mit! Sehr, sehr schöne Wege hier. Das sieht ja hammerhart aus. Hier, völlig vermoost die Felsen. Doch schon ein etwas anderes Naturbild hier, wie bei uns im Pfälzerwald. Ich bin mal wieder sowas von geflecht und begeistert hier. Das sieht absolut genial aus. Wahnsinn! Ja, jetzt sind wir hier am Kurort Rathen angekommen. Wir laufen hier unten entlang weiter an der Bastei und dann zurück über die Rauensteine. Und hier ein paar Eindrücke von diesem Kurort Rathen. Hier gibt es im Sommer auch die Möglichkeit, mit Schiffen die Elbe entlang zu fahren. Und dann solche Aussichten. So, wir laufen jetzt etwas mehr oberhalb an den Felsen entlang. Dann wird es auch ein bisschen spannender hier.
Leute, ich könnte hier Stunden verbringen. Wirklich absolut traumhaft, sehr, sehr schön, die ganzen Felsen hier. Oh, absolut Top-Empfehlung, hier mal zu laufen. Gut, wir haben heute Glück, kaum Menschen unterwegs, weil bewölkt, leichter Nieselregen. Aber es ist ein Traum, absolut. Und hier werden wir mit diesen kleinen Fährbooten übersitzen und dann auf der anderen Seite wieder zurücklaufen. So, jetzt geht es weiter über den Rauenstein oder über die Rauensteine. Und der Weg wird spannender. So, jetzt sind wir gleich auf dem Rauenstein oben. Bin mal auf die Aussicht gespannt. Wie beeindruckend ist das denn? Wahnsinn!
absolut beeindruckend, faszinierend. Ja Leute, ein echtes Highlight hier in der sächsischen Schweiz, Rauenstein. Wahnsinn. Diese Felsen, diese Wege, diese Ausblicke. Boah, 25 Daumen hoch.
einer halben Stunde sind wir wieder in Rathen unten. Und gefühlt nehmen die Stufen kein Ende. Ja, liebe Leute, wir sind quasi am Ende unserer Route, unserer Tour heute angekommen. Wir sind fast wieder in Rathen unten. Und somit ja das Ende der heutigen Wanderung entlang des Malerwegs über den Rauenstein. So, Zeit für ein Fazit. Ich bin geflasht. Ich bin begeistert. Absolut. Also diese Felsen, diese Rauenstein, diese ja, zerklüfteten kleinen Schluchten, die Wege darüber, über die Leitern und Stiege. Also sehr, sehr faszinierend, absolut superklasse. Und natürlich auch diese tolle Aussichten vom Rauenstein oben. Was mir auch sehr gefallen hat, dann in dem Ort Welten, bevor wir mit der Fähre dann übergesetzt sind, diese kleine Kirche, diese Fahrradkirche, sehr interessant. Und auch der Marktplatz in Welten, zwar klein, aber hat süß ausgesehen. Und dort hat man auch so einen Osterbrunnen gesehen, der geschmückt war. Ja, die Tour war wirklich sehr schön, auch am Anfang durch den Wald runter zu nach Rathen. Diese Felsen, diese vermoosten. Was auch ein schönes Highlight war, das Dampfschiff, was ich filmen konnte, was wir gesehen haben, auf der Elbe. Ja, also die Tour war sehr, sehr abwechslungsreich für uns. Hat sich definitiv gelohnt und auch sehr empfehlenswert. Allerdings, wenn ihr mal hierher wollt, diese Wanderung machen, sucht euch einen Tag aus oder ihr habt Glück wie wir, dass das Wetter nicht so prickelnd ist und ab und zu leichter Nieselregen, somit nicht so viele Leute unterwegs waren und ja, für mich zum Filmen demnach auch ein bisschen besser war. Aber im Sommer oder im Frühjahr, bei sehr schönem Wetter, haben unsere Freunde gesagt, da ist die Hölle los. Absolut Menschenmassen, gleich ein Publikumsmagnet hier. Aber für meines Erachtens muss man mal gesehen haben. Ja, ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Nola. Ciao, macht's gut.